Schönen guten Morgen hier vor der Mainstage. Leadkontakt 2. Ach, das ist doch die Energie, die wir gerne hier direkt Sehr schön. mit aufgreifen. Ein weiterer vollgepackter Tag hier auf der Mainstage. Wir bringen wieder die Themen aus der Veranstaltungsbranche für die Veranstaltungsbranche auf die Bühne. Wir werden uns zum Beispiel um die Planung von Großveranstaltungen aus Sicherheitsaspekten heute kümmern hier im Programm. Wir machen einen Ausflug zum Friedrichstadtpalast und erleben da die technische Umsetzung der neuen, gerade gestarteten Show Blinded by Delight. Das mal so ein paar Programm-Highlights. Ihr könnt ja auch immer wieder ins Programmheft reinschauen. Und den ersten Programmpunkt habe ich quasi schon mitgebracht. Hier ist Markus Wilmsmann neben mir, Chefredakteur von Mothergrid. Ihr dürft ihm gerne auch schon mal einen weiteren Applaus hier entgegenschleudern. Sehr gerne und viel bei uns im Programm auch unterwegs, auch in der Vorberichterstattung ja schon immer so als Appetitmacher auf die Programmpunkte mit unterschiedlichen Formaten. Und jetzt haben wir einen Programmpunkt zum Start, powered by Crewcall. Und ihr guckt rein, sage ich mal, in den Ausbildungsbedarf oder die Bedarfe in der Veranstaltungstechnik, jetzt mal so grob beschrieben. Und da hast du ein sehr schön zusammengestelltes Panel am Start. Ja, ich habe hier sehr interessante Gäste am Start, mit denen ich mich über die Inhalte und die Zeitgemäßigkeit der Inhalte unterhalten möchte und was denn auch an Änderungsbedarf besteht. Sehr facettenreich, wir haben im Prinzip alle Perspektiven, Lehrer, Schüler, Ausbilder, Firmeninhaber. Es wird eine sehr spannende Sache, denke ich. Ex-Azubi, wie du eben schon gesagt hast, du warst auch noch mit dabei. Sind auch dabei. Da hat ein schönes Warm-up schon stattgefunden und der Austausch untereinander. Deswegen ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, Sie dazu zu holen. Also bitte begrüßt die Panel-Teilnehmenden zum Auftakt hier in Tag 2. Kommt bitte auf die Bühne. Danke, Sebastian. Ja. Den Platz. Sehr gut, ja, schön, dass ihr alle da seid. Wenn ich euch kurz vorstellen darf, wir fangen rechts an. Wir haben Robin Schulz aus Würzburg, selber eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht. Du bist jetzt als Freelancer, hast verschiedene Tätigkeiten und genau, du bringst uns hauptsächlich die Perspektive des Ex-Azubis mit, wie wir ihn gerade hatten. Ja. Daneben Kai Grumpe. Aus mehreren Perspektiven kannst du uns zum Thema was beitragen. Du bist selber Lehrer an der Berufsschule, bildest Veranstaltungstechnikerinnen aus, bist Unternehmer und auch noch Prüfer und sitzt im Prüfungsausschuss bei PAL, ja. Bei PAL, genau. Daneben Mike Rauchfleisch, Unternehmer aus Wilhelmshaven. Du hast Weiland als Externer die Prüfung zur FKVT gemacht, wie man es abkürzt. Und bist jetzt Ausbilder, bringst uns diese Perspektive mit. Und zuletzt noch Gerhard Schwenkert aus München. Du bist Berufsschullehrer, Oberstudienrat, wie übrigens auch Kai, wie ich gelesen habe, um es mal ganz offiziell zu sagen. Also 2 Oberstudienräte heute bei mir auf der Bühne. Und du bringst die Perspektive des Berufsschullehrers mit. Unter anderem, weil ich auch eine ausgelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik bin. Also ich kenne das auch aus der Sicht des Auszubildenden. Nur ist es halt schon ein paar Jahre her bei mir. Ne? Also vielleicht auch spannend, die Entwicklung da mal so ein bisschen zu sehen. Ja, also grundsätzlich seit 1997 gibt es die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Interessanterweise, ich habe es im Vorgespräch gerade noch so rausgehört, ein bisschen, da war Siemens noch mit aktiv und seitdem ist ja dann doch einiges passiert. Was die Inhalte angeht, wurde 2016 dann eine Novellierung vorgenommen. Das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her. Und es soll heute in diesem Panel mal darum gehen, wie zeitgemäß sind diese Inhalte noch und wie bilden sie die Praxis ab. Und was sind die Erwartungen aller Beteiligten, also Lehrer, Prüfer, Auszubildende, was besteht da für Handlungsbedarf? Und ich würde vorschlagen, Mike, vielleicht fangen wir mal mit dir an, aus deiner Perspektive als Ausbilder. Was sind deine Erfahrungen mit Auszubildenden? Ist das eine schöne Sache? Wie ist da der Support auch von den offiziellen Stellen her? Was wäre so dein Resümee jetzt? Also das Resümee generell ist, dass die meisten eigentlich in die Branche reinkommen mit einem bestimmten Bild im Kopf, dass die sagen, ich bin jetzt irgendwie beteiligt an, was wir hier sehen, Großlicht, Großton und so weiter und so fort, sind dann meistens etwas geschockt, will ich jetzt nicht sagen, aber etwas Realitätscheck muss dann schon manchmal sein, wo man dann sagt, so pass mal auf, hier PowerPoint kommt 2 Minuten, nachdem der Redner angefangen hat. Wie wir gerade auf witzenderweise gesagt haben, auf CD noch teilweise und so weiter und so fort. Da muss man ein bisschen
ich sag mal, Realitätscheck machen. Ich habe mir dann aber angewöhnt, relativ schnell, dass ich den Leuten sage, bevor du bei mir einen Vertrag unterschreibst, machst du bei mir locker 2-3 Monate, am besten, wenn es nicht geht, 2-3 Wochen, am besten ein Praktikum, wo du einfach mitläufst. Du hast dann du wirst dann immer eine Aufgabe zugeteilt, bist aber nicht primär dafür zuständig. Dann haben die meisten schon einen relativ guten Einblick, wie es bei mir in der Firma abläuft oder wie es auch in Kooperation mit anderen Gewerken läuft, also mit Veranstaltern, mit Kunden im Endeffekt, die im Hotel sitzen oder sonst irgendwo und haben dann schon einen relativ guten Realitätscheck. Wie frei bist du denn als Ausbilder? Also wie sind denn die Vorgaben? Kannst du mehr oder weniger machen, was du willst? Oder gibt es auch strenge Vorgaben, das heißt in der Ausbildung, die hat so und so stattzufinden, wie praxisnah oder fern auch immer das dann möglicherweise ist? Also ich nehme mir die Freiheiten eigentlich, dass ich sage, es gibt ja die berühmten Pläne für die Schule und für den Ausbildungsbetrieb im Endeffekt, nehme mir aber die Freiheit im Endeffekt, die Leute A zu duzen, B relativ flache Hierarchien einzuführen oder generell zu halten und die Leute relativ schnell auch an Positionen zu bringen, wo sie auch mal ein bisschen Verantwortung haben. Je nachdem, wo ihre Stärke ist, weil die meisten kommen von einer Schule, wo es meistens eine Schul-AG gibt, wo sie abgeholt werden. Das heißt, die haben meistens schon im Kopf, ich will Ton, ich will Licht, so und dann holt man sie plötzlich ab, pass mal auf, dazu gehört dann noch Statik. Oder wir sind gerade dabei, uns ein Computernetzwerk aufzubauen, womit wir unsere Strukturen schneller verkaufen, schneller machen können. Sind dann ein bisschen so, oh mein Gott, das gehört ja auch noch mit dazu. Weil die meisten Schul-AGs, die werden im Endeffekt von irgendjemandem ausgestattet. Dann hast du da einen Lehrer, der so brutales Halbwissen hat, nenn ich es mal. Und die sind dann, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und kein Lehrer mehr oben drüber oder wenn es mal rückkoppelt oder sonst irgendwas, ach, mein Sohn hat das jetzt gerade verzapft oder so, ist da halt nicht mehr. So, da muss man sie ein bisschen abholen. Ja, und mit dem gefährlichen Halbwissen ist dann ja an den Berufsschulen Schluss, nehme ich an. Gerhard, gibt es denn so eine Art Elternabend? Dass man sagt so, hey, ich lasse jetzt mal die ganzen Ausbildungsbetriebe, da sollen jetzt mal die Meister, die ausbilden, da sollen mal kommen und dann gehen wir einfach auch mal in den Dialog, weil ihr arbeitet ja im Prinzip, also ihr wirkt ja auf ein und dieselbe Person ein sozusagen. Also das ist erstmal vielleicht das Positive, dass wir mit den Eltern tatsächlich nichts mehr zu tun haben, sondern dann eher mit den Ausbildungsbetrieben. Leider muss man dazu sagen, vielleicht ganz kurz zu meiner Geschichte, ich bin bei der Berufsschule für Medienberuf in München. Das mag bei anderen Berufsschulen anders sein. Wir haben das schon seit mehreren Jahren jetzt vor, so einen Ausbildertag zu machen. Also dass wir eben halt die Betriebe auch einladen, einfach auch mal um zu zeigen, was wir hier bei uns an der Schule eben leisten, um auch vielleicht Feedback zu kommen, wo wirklich auch noch Bedarf ist und so weiter. Das bekommen wir aber tatsächlich auch sehr häufig dann von den Schülern auch wiedergegeben. Also nicht, dass dieser Ausbildertag fehlt, sondern man unterhält sich halt mit seinen Menschen, die man vor sich sitzen hat und hört dann halt rein, was gefordert ist, was gerade aktuell im Markt irgendwie wichtig ist. Und da holen wir uns schon auch die Inputs, dass wir sagen so, okay, an der Stelle müssen wir vielleicht drehen, da müssen wir vielleicht ein bisschen weniger machen und so weiter. Nichtsdestotrotz, weil du gerade gesagt hast, es gibt da Freiheiten bei dem Ausbildungsrahmenplan bzw. Rahmenlehrplan. Jein, also da gibt es schon auch Vorgaben, die wir auch letztendlich, es ist ja ein staatlicher Ausbildungsberuf, also ein Beruf, wo Regelwerke eben halt da sind und die versucht man natürlich schon auch einzuhalten. Ne? Und ich bin da voll bei Mike, also gerade am Anfang vom Schuljahr gehen wir ja auch in die Klassen immer rein und fragen so, wie kommt ihr überhaupt hierher? Also warum sitzt ihr jetzt da bei uns in der Schule? Und da machen wir genau die Erfahrung, die du da eben halt auch gerade gesagt hast, also halt aus den unterschiedlichsten Richtungen, Theater AG, Schulband, eigene Band und so weiter und mit einer entsprechenden Vorstellung, was sie gerne machen wollen. Und da müssen wir die dann schon auch immer wieder mal einordnen und sagen so, ey, ihr werdet eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Das ist ein sehr breiter Beruf, ein sehr verantwortungsvoller Beruf, der jetzt nicht unbedingt da aufhört, ich hoffe, ich mache das jetzt nicht zu provokativ, also der nicht da aufhört, Knöpfchen zu drücken und am Pult zu sitzen, sondern da gehört halt schon auch noch wesentlich mehr dazu, als jetzt der Operator-Job. Ohne, dass ich jetzt hier hoffentlich niemanden auf die Füße trete, das ist auch ein wahnsinnig aufwendiger Job und stressiger Job, aber die Veranstaltungstechnik geht hier über die Masse. Das ist einfach so breit, was hier angeboten wird, an Gewerken. Das hört ja nicht bei Schallungstechnik und Beleuchtungstechnik auf. Und da wollen wir unsere Schüler halt auch hinbekommen, zu zeigen, ey, wenn du diesen Ausbildungsberuf anfängst, da bietet sich für dich dann jetzt ein Berufsfeld,
das unglaublich breit ist. Also, Kannst du eine Aussage treffen, wie hoch die Abbrecherinnenquote ist? Also es ist bei uns so in München, dass wir jedes Lehrjahr ungefähr, ich sage jetzt mal 140 Schüler, also wir fangen im ersten Lehrjahr an, um die 130, 140 Schüler. Wir ziehen dann bis zum dritten Lehrjahr meistens ja, so 120, dieses Jahr sind es tatsächlich aber auch wieder 140 Schüler. Also die Abbrecherquote bei uns ist tatsächlich relativ gering. Natürlich nicht alle schaffen die Prüfung, das liegt aber jetzt nicht unbedingt daran, dass der Ausbildungsbetrieb vielleicht nicht gut ist oder vielleicht die schulische Ausbildung auch nicht so gut ist, sondern es ist ja auch viel Eigeninitiative von dem jeweiligen Schüler gefragt und wenn es halt nicht da ist, ja gut. Ja. Ich kann nicht Appetit machen, ich kann nur kochen. Also Die müssen schon selber wollen auch, ja. Und Kai, dann haben jetzt Ausbilder und Lehrer, Lehrende 3 Jahre an so einen Menschen hingewirkt und der kommt jetzt zu dir und du hast als Prüfer dann die Ausgabe herauszufinden, ob er denn genug gelernt hat. Wie stellst du das denn an? Oder hast du das Gefühl, man kann das auch in so einer Prüfung überhaupt abbilden? Also das auch zu prüfen, was dann in der Praxis später gefordert sein wird? Also die Prüfung, wenn wir das Fachgespräch sehen, am Abschluss der Ausbildung ist das Fachgespräch ja begleitend zu dem Projekt, also zu dem betrieblichen Auftrag, der durchgeführt wird. Und an der Stelle bin ich ja in der komfortablen Situation, dass ich alle, bis auf die Externen, schon aus dem Unterricht kenne, wenn es jetzt um den Prüfungsausschuss geht. Das heißt, an der Stelle habe ich schon ein ganz gutes Gefühl. Ich kenne viele Betriebe inzwischen und ich weiß eigentlich bei vielen schon, wo die Reise hingeht. Bei uns geht es im Prüfungsgespräch, im Fachgespräch darum, herauszufinden, ob man einen Prüfling auf die Menschheit loslassen kann oder nicht, um das flapsig zu formulieren. Das heißt, wir entscheiden als erstes mal, hat er überhaupt bestanden oder nicht? Und dann gucken wir, in welche Richtung kann denn eine Note gehen? War das jetzt gut? War das jetzt sehr gut? War das gerade noch ausreichend? Dann geben wir natürlich noch Tipps drauf. Das ist quasi meine Position im Prüfungsausschuss. Ich bin ja dann noch im Erstellungs- bzw. Auswahlausschuss bei der PAL. Das heißt, ich arbeite mit dran, die Prüfungsaufgaben für die schriftliche Prüfung zu entwerfen. Und da sehen wir unsere Aufgabe natürlich drin, diese Gratwanderung zu betreiben, dass wir alles das, was notwendig ist, abprüfen. Basis dafür ist der Rahmenlehrplan letztendlich. Deswegen ist der Rahmenlehrplan unglaublich wichtig. Nicht, dass er eingehalten wird, aber dass zumindest alles mal angesprochen wird. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich in dieser schriftlichen Prüfung, und ich glaube, da viele, die sich ein bisschen mit beschäftigen, sehen, dass es, wo die Reise hingeht, dass es um ein konkretes Projekt geht, dass es praxisnahe Aufgaben gibt, die dort formuliert werden und dass wir versuchen, dass alle im Prinzip eine Chance haben, da auch irgendwas zu finden, was sie wissen und dass sie sich so irgendwie durchhangeln können. Also ich weiß nicht, wann du jetzt Prüfung gemacht hast, glaube ich vor 3, 4 Jahren. Ja, ich wäre jetzt auch zu Robin gegangen. Robin, was ist denn dein Resümee aus dieser Ausbildung? War das so, ein Glück, morgen ist Berufsschule oder? Ja, also in dem Betrieb, in dem ich war, habe ich mich immer auf die Berufsschulblöcke gefreut. Leider wurde ich nicht jedes Mal zur Berufsschule gelassen, sondern dann auf Tour geschickt oder so. Auch das kam vor. Und nein, meine Ausbildung ist tatsächlich noch sehr viel kürzer her. Ich bin im Februar erst fertig geworden. Aber ich habe auch sehr spät mit der Ausbildung angefangen und dann verkürzt. Ja. Und du hast jetzt den Betrieb auch gewechselt? Oder bist du bei der? Ja, korrekt. Also ich habe während des Studiums, also meine Studiengänge hatten alle nichts mit der Veranstaltungsbranche zu tun, habe ich angefangen, dann auch so Podiumsdiskussionen und so Ton zu mischen und bin darüber dann irgendwie an so ein paar Studiebands geraten, für die ich dann Ton gemischt hatte und so. Und bin darüber dann erst in die VT gerutscht und dann eben auch zu der Ausbildung gekommen. Genau, und hatte dann schon, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, ein kleines Nebengewerbe gegründet, zum Mischen und so oder als Aufbauhelfer auch mal. Genau, habe dann die Ausbildung gemacht und jetzt nach der Ausbildung dann direkt mit dem Ende den Betrieb gewechselt und habe eben mein Nebengewerbe. Genau. Und in dem neuen Betrieb, hast du da das Gefühl, dass du gut vorbereitet bist auf die Anforderungen des neuen Betriebs, weil du im Prinzip alles gelernt hast, was du wissen musst, um auch in jedem Betrieb anfangen zu können, sozusagen? Nein, also alles ganz bestimmt nicht.
ich habe mich, was jetzt keine formelle Voraussetzung der Ausbildung ist, aber ich habe mich so ein bisschen in Richtung Ton spezialisiert. Licht und Video bin ich froh, wenn ich nichts mit zu tun habe. Ich habe jetzt das Glück in der Venue, in der ich jetzt bin, dass wir da auch eine D&B-Anlage hängen haben, mit D&B hatte ich eben auch in meinem Ausbildungsbetrieb zu tun. Insofern bin ich da mit der Software vertraut und mit dem Handling. Aber das meiste, wofür ich als Techniker so angefragt werde, auch in meinem Nebengewerbe, sind Operator-Jobs. Und Ja. das bekommt man in der Ausbildung nicht beigebracht. Das ist kein Ausbildungsinhalt. Und ich halte dafür tatsächlich die Ausbildung auch nicht für notwendig. Also wenn man irgendwie alleine auf einem Job ist und sich da um alles kümmern muss, dann ist die Ausbildung super, weil man einen Einblick in alles bekommt, ja, von Fluchtwege freihalten und Feuerlöschern und so, bis hin dann eben auch zum Aufbauen und vielleicht so ein bisschen bedienen. Aber wenn man einen spezialisierten Job hat, wenn man arbeitsteilig arbeitet mit anderen Kollegen, dann muss man sich das nach der Ausbildung oder nebenbei oder vorher irgendwie das meiste selbst draufschaufeln. Mike, du wolltest was ergänzen oder interpretiere ich die Körpersprache falsch? Nicht wirklich. Also es gibt ja, ich sag mal, die Fachkraft wird ja zum Beispiel vorgeschrieben in der oder in der Versammlungsstättenverordnung, wo ja auch definiert wird, was die darf und was sie nicht darf, wo man ja auch schon, ich sag mal, in den Meister reinguckt und so weiter und so fort. Die wurde jetzt auch nivelliert und so weiter und so fort. Ich sehe das eher so, also meine Erfahrung mit sowas ist eigentlich, dass wie gesagt, die meisten wirklich mit der Idee reinkommen, heute den Ausbildungsvertrag unterschrieben, morgen gehe ich mit Star XY auf Tour, die muss man natürlich erstmal abholen. Aber ich versuche das schon, dass die relativ schnell an Pulte rankommen, die dann wollen. Also ich sehe das eher so, dass wenn jemand zu mir kommt, frage ich den auch direkt, was bist du, was willst du? Bist du universell? Ich habe zum Beispiel einen irgendwie, der kann Grandma super gut, also Lichtabteilung, der kann sich super schnell in Tonpulte reindenken. Das ist so eine Universalwaffe, das ist natürlich super selten. Weil die meisten kommen wirklich so mit dem Gedankengut im Kopf rein, ich bin Licht oder ich bin Ton, weil die sind da irgendwie hin navigiert oder die sind da irgendwie hin zentrifugiert, wie man auch mal das ausdrücken will, die sind da hingewandert. Und mit dem Wunsch kommen die eigentlich auch schon zu dir und wollen eine Ausbildung haben. Dass es natürlich noch ganz viele andere Sachen mit drinstehen in den Ausbildungsplänen, die es für Schule und für den Betrieb gibt. Das muss man denen natürlich dann auch noch mal ein bisschen muss man lenken als Ausbilder. Ja, also dass man jetzt praktisch nicht herstellerspezifisch schon ausbilden kann, ist, glaube ich, das sollte man auf jeden Fall machen, ja. Also, aber das Ding ist halt, die Firmen haben ja immer so das Ding, die haben sich aus ihrer Ausrichtung irgendwas besorgt. Die haben irgendeine bestimmte Tonkonsole, ich habe jetzt gerade eine bestimmte Lichtkonsole genannt. Es gibt auch andere Hersteller, das hängt dann immer davon ab, was hat die Firma für eine Ausrichtung? Also macht die viel Rock'n'Roll, dann brauchst du das. Macht sie mehr Industrie, dann kann sie andere Sachen auswählen. Da gibt es halt ganz viele Sachen, wo man auch sehen muss, was ist der Ausbildungsbetrieb eigentlich. Aber würdest du dann praktisch sagen, ich nehme lieber jemanden, der schon auf den Systemen, die ich verwende, gearbeitet hat? Nein, weil das kriegst du in den meisten Schulen eigentlich auch gar nicht hin, weil die meisten Schulen sind eigentlich meistens 3, 4 Ligen unter dem, was wir eigentlich einsetzen. In meiner Firma. Und ich sehe das ja auch über die Berufsschule, wo meine, ich sag mal, Lehrlinge ja hingehen, sehe ich das ja auch, was andere Betriebe haben. Und es ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern die haben halt einfach stumpf eine andere Ausstattung. Die kaufen entweder Gebrauchtware oder sonst irgendwas. Und ich sage den meisten, pass mal auf, irgendwie, es gibt den Hersteller, aber du musst genauso verstanden haben, dass DMX auch aus diesem Pult im Licht rauskommt. Oder Ton auch von dem Hersteller darüber geht und wie das funktioniert. Dass es da immer Kniffe, Feinheiten und sonst was gibt, wo man dann spezifisch vielleicht auch mal den Lehrgang bei dem Hersteller besucht. Das ist noch ein anderes Thema. Aber dass man generell sich nicht so, ich sag mal, schon mal in der Ausbildung so einnordet. Aber da sind wir ja genau wieder bei unserem Thema Lehrplan versus Wirklichkeit. Also mittlerweile die Systeme, die Technik ist so weit fortgeschritten. Wir haben vorhin gesprochen über Netzwerkgeschichten, Netzwerktechnik, was ja ein sehr weites Feld ist. Und also habt ihr da als Ausbildende, Kai und Gerhard, noch den Eindruck, dass das noch
zeitgemäß ist, was ihr da vermittelt, oder müsste da schon längst auch einfach eine Novellierung stattfinden? Also ich gehe mal wieder auf den Lehrplan rein. Da steht schon sowas drin von vernetzten Systemen. Da steht jetzt nicht unbedingt drin, dass es alles IP-basiert sein muss, sondern da steht einfach allgemein vernetzte Systeme. Was das genau sein soll, das steht so überhaupt nicht im Lehrplan drin. Da ist die Berufsschule und natürlich auch die Ausbildungsbetriebe gefordert, dass man eben halt die neuen Auszubildende auf aktuelle Technik reinbringt. So, und jetzt sind wir bei so einem Spannungsfeld der Berufsschule halt drin, was leider vielleicht auch so ein bisschen Behördencharakter hat. Ne? Also ich stimme dir vollkommen zu, Mike, wir sind technisch immer ein paar Jahre hinterher, weil wir halt vielleicht auch Schule nicht immer den finanziellen Background haben, um dann das neueste Material ranzuholen. Und aber auch erkennen müssen, ja, was ist denn jetzt wirklich State of the Art oder was ist nur irgendwie ein Trend? Ja? Und da müssen wir dann immer so ein bisschen filtern. Plus die Tatsache, wenn dann mal so eine Entscheidung gefallen ist, diese ganzen Beschaffungsanträge und so weiter, das geht halt wesentlich langsamer vonstatten, wie das vielleicht in der Industrie passieren würde. Also wenn da jetzt das neue Pult XY auf den Markt kommt und das ist super geil für dich, dann dauert das vielleicht ein halbes Jahr, bis du das bei dir auf dem Tisch hast. Das kann bei uns mal irgendwie 2-3 Jahre dauern und dann ist das Material für euch vielleicht schon wieder veraltet. Also das ist halt dieser Behördencharakter, den wir da so ein bisschen haben, wo wir immer mit kämpfen. Aber vielleicht sollte man sich da auch nicht zu stark drauf aufhängen, weil, wie gesagt, wir versuchen ja als Berufsschule auch jetzt technikoffen zu sein und mal ganz ehrlich, ob jetzt der Knopf bei dem einen Hersteller rot ist oder bei dem anderen gelb, die Geräte, die Maschinen machen ja dann letztendlich doch auch wieder das Gleiche oder ähnlich, ne? Nur eine andere, was weiß ich, eine andere Philosophie steckt dahinter. Das ist das Spannungsfeld, wo wir so ein bisschen haben, und dann kommt halt auch immer das dazu, dass wir halt ich bin jetzt wieder bei der Netzwerktechnik, war jetzt konkret der Fall, wir haben dieses Jahr oder vor 2 Jahren ist es schon losgetreten, dass wir eben halt in Dante investiert haben als Berufsschule für Medienberufe in München, und ich weiß nicht, an was es liegt. Also natürlich mit ganzen Ausschreibungen dauert es bei uns immer lange, aber es hat dann auch sehr lange gedauert, bis dann die Firmen, die eben halt diese Pulte angeboten haben oder die wir haben wollten, bis wir die bekommen haben überhaupt. Also bis die dann bei uns an der Schule waren. Und dann ist es ja noch nicht mal im Unterricht integriert. Also es dauert halt leider immer ein bisschen bei uns, bis das dann sauber läuft. Aber ich würde schon sagen, dass wir da schon versuchen, auf dem aktuellen Stand zu bleiben und mitzukommen. Machst du ähnliche Erfahrungen, Kai, als Lehrender? Also wir versuchen das tatsächlich so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Wir haben den großen Luxus, dass wir ganz frisch einen Schulneubau bekommen haben und sehr viel neues Equipment kaufen durften. Leider nicht so viel, wie wir kaufen wollten. Deswegen sind wir bei ein paar Sachen ganz gut ausgerichtet im Moment, und sonst versuchen wir die Ausbildungsbetriebe natürlich mit ins Boot zu holen und unsere Schülerinnen und Schüler zu animieren und anzuhalten, bringt doch Sachen mit. Das heißt, wenn ihr Sachen ausprobiert, wir haben also sehr viel Hands-on auch bei uns im Unterrichtskonzept drin, dann sagen wir, bring doch mal das Pult mit, du bringst mal das Pult mit, oder wir arbeiten mit Vertrieben zusammen und sagen, ich brauche mal für eine Unterrichtssituation jetzt für 2 Wochen ein Demopult, kann ich das bekommen? Und dann kriegt man das völlig selbstverständlich für den Zeitraum. Das heißt, wenn man eine Idee hat, was man damit machen will, dann bekommt man das Material auch. Also Material, auch aktuelles Material zu bekommen in der Branche als Schule ist, sage ich mal, aus meiner Sicht kein großes Problem, weil natürlich alle offen sind, alle Hersteller und Vertriebe. Wir müssen nur die geeigneten Lernsituationen, Lernaufgaben und Unterricht dazu erstmal konzipieren, und dazu muss man sich selber eigentlich in ein Gerät einarbeiten. Und die Aufgabe der Berufsschule ist meiner Meinung nach nicht, dass man Produktschulung macht, sondern dass man Grundlagen macht. Und wie jetzt eine Matrix funktioniert, dazu brauche ich keine DM7 oder sonst irgendwas, sondern das kann ich mit jedem beliebigen Pult machen, was eine Matrix hat. So. Also da ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld Schule, Betrieb, und dann natürlich machen wir grundsätzlich eine Erwachsenenbildung, das heißt, die Leute sollen schon für das, was sie lernen wollen, auch ein bisschen brennen, und wenn sie dafür brennen, dann finden die schon Mittel und Wege, was sie interessiert. Und wenn man nicht brennt, brennt man halt nicht. Ja, also sicher ist das in den allermeisten Fällen, so wie du sagst, die Leute, die in dieser Branche arbeiten wollen, müssen dann eine gewisse Motivation mitbringen, sonst gehen die dann noch viel schneller kaputt als vielleicht sowieso. Aber also bei mir jetzt wieder
großes Negativbeispiel, mein Ausbildungsfall, glaube ich. Aber als ich in den Betrieb reingekommen bin und gesagt habe, so, hey, ich will Ton machen, ich komme vom Mischen so, an meinem zweiten Ausbildungstag habe ich ein Konzert gemischt. Und dann habe ich mal irgendwie erzählt, dass mich Licht nicht interessiert, so, dann wurde ich ein Jahr lang zum Traversen-Klopfen quasi geschickt. Habe einfach nichts mit Ton gemacht in meinem ersten Ausbildungsjahr in der Praxis. Und gerade wenn man diese Motivation hat und dann aber auch das ganze andere Zeug halt notgedrungen mitlernen muss, dann verliert man halt auch irgendwann die Motivation zu der Ausbildung. Da hat sich aber, denke ich, so von den ganz frühen Anfängen schon einiges getan. Also wo auch irgendwie gastronomische Unternehmen zur Veranstaltungstechnik ausgebildet haben. Aber was ist denn dann jetzt gerade so der Status quo? Was wäre denn euer größter Kritikpunkt an der derzeitigen Situation? Wenn wir mit Gerhard anfangen. Mein größter Kritikpunkt, also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn wir das Thema uns angucken, Lehrplan versus Wirklichkeit, ich bin da eigentlich nicht so, dass das irgendwie jetzt so eine totale Überarbeitung braucht. Also ich bin da schon so, dass ich sehe, den kannst du schon so interpretieren, dass er sich mit der Wirklichkeit abbildet. Das Problem ist halt schon auch, was eben halt Robin hier angedeutet hat, wir können als Berufsschule ja dann auch irgendwie nicht nur immer anfangen, Löcher zu stopfen. Also, weil du gerade Gastronomiebetriebe angesprochen hast, das gibt es nach wie vor noch, dass wir Ausbildungsbetriebe haben, die eben halt nicht den kompletten Ausbildungsplan abbilden können und sich nicht darum kümmern, dass die Auszubildende dann irgendwo in andere Betriebe reinkommen, um diese Defizite irgendwie aufholen zu können. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da alle Betriebe irgendwie unter einen Teppich zu kehren sind, aber mir würde da irgendwie so eine Kontrollinstanz fehlt mir da, oder eine vernünftige Kontrollinstanz, die da vielleicht dann doch auch ab und zu in die Betriebe halt reinguckt und schaut, passiert da auch wirklich das, was in dem Ausbildungsrahmenplan drinsteht, oder ist es halt jemand, der quasi den Auszubildenden nur angestellt hat, um eine günstige Arbeitskraft zu haben. Mhm. Und bei uns an der Schule gibt es sowas wie eine Schulaufsichtsbehörde. Ne? Also da ist jemand, der eben halt guckt, und natürlich kriegen wir dann auch von den Klassen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es vielleicht gewünscht wäre, auch sehr schnell irgendwie mit, das war jetzt aber nicht so toll, der Unterricht, Herr Schwenkert. Ja gut, dann schraubst du halt an irgendeiner Stelle und guckst, dass du den Unterricht wieder so spannend hinbekommst, dass sie dann beim nächsten Mal vielleicht wieder mehr Bock haben mitzuarbeiten. Es hängt aber sozusagen sehr vom Einzelnen ab, wie er den Lehrplan mit Leben füllt. Und das sollte so ein bisschen mehr generell geregelt sein. Ne, die Regel ist ja letztendlich der Rahmenlehrplan, den wir als Berufsschule haben. Ne? Und natürlich dann aber halt auch äußere Gegebenheiten halt, wie gut kann eine Schule überhaupt ausgestattet werden. Ich bin halt jetzt, wie gesagt, in der noblen Position, wir sind in Bayern die einzige Berufsschule für Veranstaltungstechnik. In der Stadt München muss mein Arbeitgeber jetzt da ein bisschen über den Klee loben. Also da ist schon auch Geld da. Also wenn wir eben halt neues Material brauchen, weil wir merken, da hat sich was geändert oder es ist veraltet. Klar, das dauert dann immer, bis das dann angekommen ist, aber es ist jetzt schon so, dass ich sagen würde, wir haben gutes Besteck. Und was Kai eben halt auch sagt, diese Zusammenarbeit mit Firmen dann letztendlich, dass die dann reinkommen in die Schule oder vielleicht dann sogar auch mal irgendwie Material stellen, auch das ist ein Weg, der aber halt auch immer so ein bisschen, ja, muss halt extrem vorsichtig sein auch bei uns. Also du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, wir machen jetzt die Türen auf als Berufsschule und lassen nur noch Firmen rein und den Unterricht quasi von den Firmen gestalten. Das kann es dann irgendwie auch nicht sein, weil dann sind wir schon wieder in dem Punkt drin, dass wir halt dann firmenbezogenen Unterricht machen. Und da muss man halt einen gesunden Mittelweg finden. Ne? Mike, was würdest du als allererstes ändern, wenn es losginge? Also generell, ich bin ja der Meinung, ich habe das auch mit meinen Auszubildenden immer besprochen, so wenn die dann mit ihren Abschlusszeugnissen gekommen sind und ich mit denen dann spreche, pass mal auf, wir würden dich übernehmen und hier ist ein Vertrag, wie siehst du das denn jetzt im Nachgang? Und viele sagen so, sie hätten halt es ganz gerne gesehen, das ist also unisono fast schon, bis auf einige ganz wenige Ausnahmen, so externe Prüflinge, die ich betreut habe, die sind halt da ein bisschen anderer Meinung, aber die haben dann meistens auch eine andere Herangehensweise oder eine andere Sichtweise zu dem Thema, aber die eigentlich die vollen 3 Jahre durchgelaufen sind, haben gesagt so, ich hätte gerne es irgendwann gehabt, dass ich das mal spezialisiert hätte irgendwohin. Dass man sagt, so, man macht irgendwie 1,5 Jahre die Grundlagen, heißt Statik, Netzwerk, Elektrotechnik ist das Sperrfach, dass man die erstmal, das ist für alle wichtig und das ist auch alle für gleich, aber dass man dann irgendwann auch mal sagen kann, man spezialisiert sich in eine Richtung, weil wie gesagt, ich habe zu 100% alle Auszubildenden haben bis auf wirklich eine Ausnahme bisher in meinem Betrieb, wirklich
irgendwas im Kopf, wo die sagen, das will ich machen. So, ich sperre mich nicht gegen das andere, also weder Licht noch Ton. Das kann man in beide Richtungen sehen. Aber es ist immer so, dass wir hier hinkommen und sagen, ich tendiere mehr Richtung Licht, ich tendiere mehr Richtung Ton. So, das ist schon mal eine generelle Ausrichtung, dass man da ein bisschen vielleicht schrauben kann. Und ich sehe das bei mir in Niedersachsen. Ich sitze ja mehr oder weniger am anderen Ende Deutschlands. Wir haben eine zentrale Berufsschule auch in Cloppenburg, wo mehr oder weniger von Küste, wo ich bin, bis hin zu Osnabrück, das andere Ende von Niedersachsen ist, im Endeffekt alle hinfahren. Es gibt nur, glaube ich, nur noch einen Blockunterricht-Anbieter in Hannover. Da gehen aber sehr wenige hin. Also die in Cloppenburg sind, die haben immer das Problem ist, dass man da als Ausbildungsbetrieb im Endeffekt nicht wahrgenommen wird. Meine Auszubildenden werden zum Beispiel immer gefragt, macht ihr denn bei Mike auch genügend Video? So, weil ich habe 3 Fernseher und 3 Beamer oder so. Und dann heißt es so, das kann aber nicht die volle Videoausrüstung sein. Andere Firmen haben eine LED-Wand. So, dann wird gesagt, LED-Wand miete ich mir dann rein, weil ich die 3-mal im Jahr brauche. Ja. So, und die Kommunikation mit den Betrieben fehlt auch sehr stark, in meiner Sicht. So, ne, man muss jetzt ja nicht sagen, so einer von Shure kommt, einer von Sennheiser kommt, einer von MA kommt, einer von Avolites kommt, kann man fortsetzen. Sondern was mir fehlt, ist auch, dass so, ich sag mal, die alten Hasen, um es mal so zu sagen, auch mal A angehört werden und B auch mal aus ihrer Sicht was vermitteln können. Weil in der Schule in Cloppenburg ist es so, da sitzen Lehrer, die nicht schnell genug weggerannt sind, um es mal bösartig zu sagen. Die mehr oder weniger da auftauchen und einfach so sagen, so, ich bin eigentlich Feinmechaniker, so, wo man sagt so, der könnte vielleicht Statik mit der Traverse ganz gut hinbekommen. Nein, der unterrichtet jetzt Lichttechnik und Netzwerk. So genau konträr von dem, was er mal studiert oder gelernt hat. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, Obacht, da müsste man vielleicht mal, also zumindest bei uns oben hier im Norden mal ein bisschen Gas geben. Kannst du da mitgehen? Aus der Sicht des Instituts sozusagen wieder, was Mike erzählt? Okay, wie lange habe ich Zeit? Da unten ist eine Uhr. Da ist die Uhr. Alles klar, ich nehme 3/4 davon. Also, ich lobe jetzt mal den Rahmenlehrplan, weil ich finde den Rahmenlehrplan, wie Gerhard, auch ziemlich gut. Und ich lade alle ein, ihn anzugucken und zu lesen. Dann finde ich den Ausbildungsrahmenplan, der mit dem Rahmenlehrplan verzahnt ist, auch sehr gut. Da steht eigentlich auch alles drin. Und wenn sich beide Parteien, also es ist ja ein duales Ausbildungssystem, die ausbildenden Betriebe und die beruflichen Schulen, wenn die sich so ein bisschen daran halten und auch mal miteinander sprechen, klappt das, glaube ich, ganz gut. Das wäre so eine erste Bedingung. Dann unterstütze ich natürlich, wir haben 22 Berufsschulen in Deutschland, die Veranstaltungstechnik unterrichten, 21 staatliche und eine private. Und gefühlt, ich kenne sie jetzt nicht tatsächlich alle, ist knapp die Hälfte relativ gut ausgestattet, sowohl personell als auch materialmäßig. Das sind die großen Standorte Baden-Baden, München, Hamburg, Köln. Und dann gibt es andere Standorte, da fällt mir spontan Cloppenburg natürlich ein, das Saarland und auch noch ein paar Betriebe in Richtung Osten, ein paar Schulen. Und die sind sowohl mit Material als auch mit Personal relativ schlecht ausgestattet. So, und ich glaube, dass wir natürlich gucken müssen, dass wir ganz unten anfangen und nicht sagen, oh, die Schülerinnen und Schüler müssen jetzt nur besser werden. Da ist in den letzten 20 Jahren hat sich eigentlich nicht viel verändert. Also ich habe den Eindruck, seit 1-2 Jahren brennen wieder mehr Auszubildende für die Veranstaltungstechnik als zu Corona-Zeiten, aber das ist Corona geschuldet, das ist, glaube ich, klar. Ich glaube, wir müssen gucken, wie können die Berufsschulen natürlich nicht besser werden, sondern die bemühen sich ja alle, sondern wie kann man die grundsätzlich unterstützen eben und das durch eine Kooperation und einfach wirklich sagen, wir sitzen alle in einem Boot und wir sind jetzt gerade, alle sprechen von Ausbildung, weil händeringend Leute gebraucht werden. Es sind zu Corona 50% oder mehr Techniker einfach von der Industrie absorbiert worden oder sind in irgendwelchen Anwaltskanzleien beim Empfang gelandet oder sonst irgendwas.
Und deswegen ist alle gucken, also VPLT guckt, selbst die DTHG hat das irgendwie schon auf das Fähnchen geschrieben. Wir haben Crewcall, die das hier arrangiert haben, die sich auch sehr kümmern. Wir haben in der ProLight diesen Jahres haben wir uns tatsächlich zusammengefunden bei einem Treffen der Berufsschullehrer, den der VPLT zusammen mit der VBG initiiert hat, und die IGVW hostet jetzt quasi eine Plattform, in der sich die Berufsschulen, die Veranstaltungstechnik und Veranstaltungskaufleute unterrichten, dass die einfach mal Ansprechpartner, dass es da einen Ansprechpartner gibt und dass man jemanden findet. Das heißt, dass man überhaupt mal sagt, wir kochen ja nicht alle unser eigenes Süppchen, sondern wir machen ja alle das gleich. Wir haben den gleichen Rahmenlehrplan. Wir haben bis auf Baden-Baden die gleiche Prüfung, die von den Auszubildenden geschrieben werden muss. Lasst uns doch mal miteinander sprechen. Und ich glaube, wenn man mutig ist, und das ist natürlich so ein bisschen entgegen einer Lehrerrolle, weil Lehrer haben ja zwei Eigenschaften. Sie wissen alles und zusätzlich wissen sie eigentlich noch mehr. So, und die wollen natürlich keinen anderen ranlassen. Die sagen ja nicht, oh, das weiß ich nicht, da muss ich mir mal Hilfe holen. Sondern die sagen, ja, das mache ich schon immer so. Oh, Also ja. das machen die Betriebe ja auch, das machen wir auch schon so immer so. Also alle machen eigentlich schon immer so. Und ich glaube, wir müssen ganz viel mal neu durchdenken. Und ich habe noch Moment, ich brauche auch noch ich habe noch 12,5 Minuten, hast du gerade gesagt, danke. Bitte? Ich würde tatsächlich, oder ich könnte es mir gut vorstellen, die Ausbildung Fachkraft Veranstaltungstechnik länger zu machen und schwerer zu machen. Ah, okay, das ist jetzt mal ein Ding. Ja, Noch und eine schwerer. zweite Ausbildung dazu zu schaffen, die eine 2-jährige Ausbildung ist, die sehr viel einfacher ist, mit einer nicht so harten schriftlichen Prüfung, mit einer leichten, mit einer Praxisprüfung, einem Fachgespräch und einer einfachen schriftlichen Prüfung in, ich nenne es jetzt mal einfache Sprache, weil unsere Erfahrung ist, dass viele tatsächlich an der relativ schwierigen Sprache der schriftlichen Prüfung scheitern. Nicht an dem Wissen, was da eigentlich hingeschrieben werden soll. So, und dass man also Leute, die auch mit Migrationshintergrund, nicht Muttersprache Deutsch und so weiter, dass man denen eine Chance gibt, dass sie eine Ausbildung abschließen können, damit sie arbeiten können, um dann so einen Tritt zu fassen. Und ich finde die Ausbildung aufgrund der großen Menge der Inhalte tatsächlich eigentlich zu kurz. Wir haben im Metallbereich zum Beispiel oder auch im Elektrobereich haben wir 3,5-jährige Ausbildung. Und wenn man sich da den Rahmenlehrplan und den Inhalt anguckt, dann machen wir das in 2 Jahren in der Veranstaltungstechnik. Und die machen 3,5 Jahre. Also deswegen. Hier Widerstand oder Zustimmung? Also, Gerhard? pass auf, Kai, ich bin bei einer Sache mit den Standard runterschrauben, einfacher machen, bin ich nicht ganz dabei. Aber ich bin voll dabei, wenn man sagt so, ey, wie gesagt, ich muss noch mal gucken, wenn du hier über die Messe schaust, was es hier an unterschiedlichsten Gewerken gibt. Und vor allem, wenn du ausgelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik bist, welche Wege sich da öffnen können auf einmal. Also das ist ja dann nicht so, dass du nur irgendwie in der Halle bist und dann vielleicht für die Bestuhlung zuständig bist, sondern ich habe mich mit ehemaligen Schülern jetzt unterhalten, die halt, was weiß ich, ich will jetzt hier keine Markennamen nennen, aber schon in gehobene Positionen einfach reingekommen sind. Auch vielleicht mit dem Hintergrund, was Kai angesprochen hat mit Corona, weil halt auf einmal dann Stellen frei geworden sind, weil Leute mit viel Erfahrung nicht mehr in der Branche tätig gewesen sind und dann auf einmal ganz viel Verantwortung übernehmen müssen. Vielleicht schon auch die inneren Kompetenzen mitnehmen, das innere Feuer mitnehmen, aber was halt leider dann doch vielleicht auch fehlt, ist die Erfahrung. Und da kommt dann manchmal so der Gedanke vielleicht auf, kann ich mir vorstellen, dass die dann in verantwortungsvollen Positionen sind und sich denken so, verdammt, jetzt habe ich die Ausbildung gemacht und ich weiß eigentlich gar nichts. Und Was denkst du, Robin, hat der Herr Lehrer recht? ich habe nicht zugehört, oder? Genau. Also auf einige Kollegen trifft das gewiss zu, die ich in meiner Berufsschulklasse hatte auch, ja. Und wie würdest du selber, wo würdest du dich da einordnen? Hast du dein Feuer, trägst es noch in der Hand vor dir her und siehst jetzt langsam zu, wie es weniger wird? Oder denkst du dir, nee, das ist da und brennt und wird eher noch mehr? Weiß ich nicht. Also ich versuche mich mehr ich mache weiter mit meiner Ausbildung. Ich habe jetzt meinen Ausbilderschein gemacht schon und habe jetzt angefangen mit dem Meister. Auch weil ich so eine beschissene Ausbildung hatte und möchte, dass es anderen
künftig besser wird. Aber das lag in meinem Fall tatsächlich hauptsächlich nicht an der Berufsschule und dem Lehrplan, sondern an dem Betrieb, in dem ich war. Ja, also das habe ich wohl verpasst, bis jetzt herauszuarbeiten. Es war eine richtig beschissene Ausbildung. Ja, da kommen wir ja. jetzt mal zum Punkt. Was war denn Ja. was? In 3 Sätzen. Wir haben In 3 Sätzen. Also ich habe die Ausbildung verkürzt um ein ganzes Jahr und bin jetzt rausgegangen mit 700 Überstunden und 40 Resturlaubstagen. Und ich habe Kisten geschoben und LKWs geladen und Bässe gestellt. Dann im letzten Dreivierteljahr meiner Ausbildung PA gehangen, so als Flytech, aber bin von Anfang an oder fast von Anfang an irgendwie vom Chef immer als fertige Fachkraft verkauft worden. Bin dann meinen 3. Ausbildungstag auf Tour geschickt worden und habe da halt gebuckelt. So. Das war meine Ausbildung. Also nicht Ausbildung, sondern Ausbeutung. Und das ist auch ein sehr schwarzes Schaf, glaube ich, in der Branche, das Unternehmen, in dem ich die Ausbildung gemacht habe, aber auch nicht das einzige. Also ich hatte auch in meiner Berufsschulklasse einen Kollegen, der war in den Sommerferien zwischen 2. und 3. Lehrjahr das erste Mal auf einer Veranstaltung mit seinem Betrieb. Der wird, also als Lagerfachkraft ist der halt einfach missbraucht worden. Und hattest du da irgendwie Support? Also ich kann mir vorstellen, dass Crew Call zum Beispiel da genau die richtige Anlaufstelle ist, wenn man mit solchen Problemen konfrontiert ist, dass man sich dort Rat und Hilfe holt. Oder auch die Schulen wieder unter Umständen. Der Crew Call ist eine super Adresse, um sich Infos zu holen. Allerdings sind die jetzt auch institutionell nicht dafür zuständig, sich um alle Probleme in der Ausbildung zu kümmern. Ne? Also es wäre schön, wenn sich die IHK vor allem, meiner Meinung nach, die wir jetzt heute aber nicht bashen wollen, aber auch die Schulen so ein bisschen drum kümmern, sich anzugucken, als Kontrollinstanz für die Ausbildungsbetriebe, wie läuft das da ab und ist das haltbar so? Also kann man das, da bin ich jetzt nicht das beste Beispiel, aber kann man das auch jungen Menschen irgendwie zumuten, da eine ordentliche Ausbildung zu machen? Ja. Aber das wurde ja auch gerade schon angesprochen, dass eine Kontrollinstanz fehlt. Das bemerke ich ja auch, wenn ich so mit meinen Auszubildenden spreche und wir dann Schultage nochmal durchgehen oder die legen Zeugnisse irgendwas vor, dann fragt man ja auch mal, eigentlich. Also so habe ich es gelernt und so fühle ich es auch durch. Aber ich bin ja auch alter Ausbildersohn. Da hört man dann schon mal, dass auch von größeren Firmen teilweise die Schüler ein halbes Jahr lang nicht in der Berufsschule sind und dann erst eine Alarmglocke bei der IHK gedrückt wird und die dann wieder ein halbes Jahr später erst im Betrieb stehen und sagen, Jungs, Mädels, was ist denn hier los? Und so, und auch nicht gesagt wird, ihr dürft dann aber nächstes Jahr nicht mehr ausbilden oder sonst irgendwas, und es wird erstmal nur geguckt, was ist denn da überhaupt Phase? Warum sind die unentschuldigt nicht in der Schule? Das passiert häufiger, als man es glaubt. Und diese Instanz ist halt eigentlich fast gar nicht da. Wobei die Schule ja im Endeffekt lebenden Objekt sieht, der ist da, der ist nicht da, der hat die Kenntnisse nicht oder sonst irgendwas. Bis das dann mal irgendwo durchgesickert ist durch diesen ganzen IHK-Apparat, dauert das ewig, wenn es überhaupt stattfindet. Vielleicht gibt es dazu auch gleich noch Meldungen aus dem Publikum. Schon mal als Ankündigung, wenn jemand was sagen will. Gerhard, gehst du da mit auch? Oder du hast jetzt auch überhaupt nicht überrascht geschaut, als du hier so die Geschichte gehört hast, die Robin erzählt hat. Das ist... real, ja. Das ist meine alltägliche Erfahrung, was Fehlzeiten anbelangt, wo dann irgendwie, also es ist ja so, ne? Wenn du die Ausbildung machst zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik, dann bist du entweder noch berufsschulpflichtig oder berufsschulberechtigt. Also für die Leute, die schon die Schulpflicht haben, sind berufsschulberechtigt. Sie haben also das Recht, die Berufsschule zu besuchen als dualer Partner in dieser Ausbildung, und es gibt halt Betriebe, die diesen Schülern diese Möglichkeit verwehren und dann halt dann doch irgendwie, uns ist da jemand ausgefallen, der den LKW auslädt, du bist morgen auf Job und machst den LKW leer. Und der verpasst Unterricht, der verpasst Wissen, das wir halt schon an Mann und Frau bringen möchten. Und da, ich weiß auch nicht, da sind uns als Schule total die Hände gebunden. Also wir können da nicht irgendwie, das Traurige ist dann steht halt bei dem Schüler in seinem Zeugnis ein unentschuldigter Fehltag drin, weil wir es halt machen müssen. Also wir sind ja verpflichtet, das eben halt zu dokumentieren. Aber es hat keiner was gewonnen. Also im Gegenteil. Derjenige, der eigentlich in der Schule sein hätte sollen und nicht
durfte, hat jetzt einen unentschiedenen Fehltag im Zeugnis, was dann letztendlich dann vielleicht später und irgendwie... Dazu nur eine kleine Ergänzung, die ich gerüchteweise zum Glück nur gehört habe, aber von einem Berufsschullehrer, dass es Betriebe gibt, die den Azubis dann diese unentschuldigten Fehlzeiten aus dem Zeugnis quasi vom Lohn abziehen. Genau, oder Urlaubstage das ist streichen. die allergrößte Frechheit. Das war schon auch, also das ist kein Gerücht, das ist tatsächlich auch schon passiert. Ja, was mache ich denn dann jetzt? Also pass auf, ich will jetzt vielleicht doch mal ganz kurz, weil die Zeit ist da so ein bisschen... Jetzt haben wir schon ganz schön viel geredet, was nicht so dolle läuft und wo wir Probleme haben. Ne? Und ich bin jetzt einfach... Darf ich schon mal anfangen, so ein bisschen... Gerne, ja. Ja. Also pass auf, ein Statement, was ich unbedingt loswerden möchte. Für alle, die jetzt hier sitzen und die Ausbildung machen zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik und auch die Ausbilder. Ihr habt einen wahnsinnig geilen Job gewählt. Also die Fachkraft für Veranstaltungstechnik, der ist so spannend, weil es ein wahnsinnig technologischer, innovativer Beruf ist. Ihr habt viel Praxis, sowohl in der Schule und dann auch in der betrieblichen Ausbildung, hoffentlich. Also nicht alle Betriebe sind so schlimm, wie wir es jetzt gerade vielleicht irgendwie heute thematisiert haben. Und wenn ihr fertig seid mit eurer Ausbildung, da tun sich euch wahnsinnig viel Wege auf. Und selbst wenn ihr dann erstmal die Erfahrung macht, so fuck, ich weiß nicht alles, das ist vollkommen normal. Man kann nicht eine Ausbildung gemacht haben und zum Schluss der absolute Vollprofi sein. Das geht nicht. Da muss dann schon auch irgendwie später nochmal eine Spezifizierung stattfinden, Weiterbildung, ja, Stichwort Erwachsenenbildung. Aber da will ich euch die Angst nehmen. Ich kenne sehr viele Menschen, die diese Ausbildung gemacht haben, mit dem Rahmenlehrplan, wie wir es jetzt haben, auch aus anderen Bundesländern übrigens, also jetzt nicht nur Bayern, sondern anderen Bundesländern, die hier genannt worden sind. Und da öffnen sich Wege. Habt keine Angst, geile Ausbildung, macht das. Würdest du es nochmal machen, Robin, in 30 Sekunden, wenn du auch wüsstest, dass es so passieren kann, wie es dir passiert ist? Nein, ziemlich sicher nicht. Ich würde vermutlich Pultaffe werden, also Tonoperator und also gerade mit dem Rest nichts zu tun zu haben, der mich nicht interessiert. Einfach weil mein Interesse halt die Tontechnik ist und der Rest ist für mich Ballast. Okay, Kai, was sagst du zum aufmunternden und doch wieder etwas niederschmetternden Statements? Ich unterstütze Gerhard da völlig. Es ist ein toller Beruf. Ich brenne, seit ich 16 oder 15 bin. Und ich bin jetzt 57 für diesen Beruf. Und ich werde weiter brennen dafür. Ja, genau, Kasi lacht. Und brennt hell und macht und forscht und ja, und tatsächlich, du hast gebuckelt, du hast Kisten geschoben und so weiter, aber ich habe ganz viele Schülerinnen und Schüler, die waren auch in merkwürdigen Ausbildungsbetrieben und ich kann sicher auch spannende Geschichten erzählen, weil ich viele spannende Geschichten gehört habe. Aus den meisten von denen, die hart geknechtet wurden, sind ziemlich coole Technikerinnen und Techniker hervorgegangen. Das ist natürlich... Und das ist, also diese harte Schule ist natürlich doof, aber irgendwas hinterlässt es auch. Es hinterlässt auch positive Spuren. Nicht nur einen Rückenschaden, sondern auch irgendwie Mut und andere Dinge. Dazu hatten wir gestern ein interessantes Panel, das es sicherlich nochmal zum Nachsehen geben wird. Mike, du kannst dich dann anscheinend vor Bewerbungen ja nicht retten. Also so wie ich die Firma kennengelernt habe, ist da nichts mit nur Kisten schieben und eigentlich nicht. Kocher putzen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema mit Bewerbung und so weiter und so fort. Das Nein, aber das Ding ist, ich sage den meisten Leuten eigentlich in einem harten Gespräch, wenn die sich wirklich zu einem Vorstellungsgespräch durchringen können, pass mal auf, das mit dem Brennen, das musst du machen, weil sonst verbrennst du an dieser Branche. Du gehst kaputt dran, weil es sind viele Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Man kann da Themen aufmachen ohne Ende. Ich sage aber, wenn man dafür ein Interesse hat, sollte man auch nicht scheuen, ranzugehen und auch zu gucken, was die Branche bietet und wer hervorsticht. Ja. Und man kann auch wechseln. Mike, vielen Dank. Publikumsinteraktion nur noch sehr rudimentär an alle Ex-Azubis der Veranstaltungstechnik. Hände hoch, wer die Ausbildung nochmal machen würde, trotz allen Umständen. Ja, na, und das sind ja dann doch einige. Also ich denke, es gibt einiges zu tun. Man kann da mit dem Crew Call in Kontakt treten. Und jetzt sage ich vielen Dank an meine Gäste, Robin Schulz, Kai Grumpert, Mike Rauchfleisch und Gerhard Schwenkert, die mit mir zu diesem Thema gesprochen haben. Eine Sache noch, wer da noch irgendwie Diskussionen oder weiter mit uns reden kann. Wir sind am Crew-Call-Stand, also respektive ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, bin für Gespräche offen und bereit, also könnt ihr euch gerne noch mit mir unterhalten.
und mit den anderen hier. Ja. Sehr guter Punkt. Vielen Dank. Auf zum Bin Crewcall-Stand. auch da. Vielen Dank. Und ganz vielen lieben Dank an den Crewcall überhaupt für diesen Talk. Danke euch.